Heute treffe ich Carsten Rothe. Carsten fährt einen alten Polizeiwagen aus den USA. Ein Wagen mit einer ganz besonderen Geschichte. Und die wird er uns heute erzählen. Kommt er ja schon. Carsten Rothe ist selbst seit 40 Jahren Polizist und besitzt den Wagen seit 2018. Perfektes Timing, Carsten. Sehr gut. Hi, grüß dich mal lieber. Carsten, schickes Auto. Wo hast du den her? Danke, danke. Ich habe zur Hochzeit meines Sohnes ein Brautfahrzeug gesucht. Wir sind dann irgendwann auf Police Cars gekommen. Dementsprechend hatten wir gesucht. Dieses Auto ist eingestellt worden und den fanden wir so gut und der passte so gut zu uns, dass wir gesagt haben, das muss er sein. Ich muss sagen, wir bereuen nicht eine Sekunde, dass wir das gemacht haben. Wollen wir mal eine Runde drehen? Ja, sehr gern. Gut, dann mal rein, ne? Jetzt wollte ich schon hinten einsteigen, einfach aus Routine. Der Ford Crown Victoria Police Interceptor, Baujahr 2001, wird von einem V8-Motor mit 4,6 Litern Hubraum angetrieben. Er leistet 239 PS bei einem Gewicht von 2 Tonnen. Also man kommt doch gut vom Fleck mit dem Wagen, ne? Ja, wenn es sein muss, dann geht er schon. Wir fahren so ein bisschen über Land. Genau, schön über die Landstraßen. Wie fährt sich so ein amerikanischer Polizeiwagen? Ja, dieser amerikanische Polizeiwagen ist ja mittlerweile schon fast 20 Jahre alt. Und obwohl hier das Fahrwerk schon mal gemacht worden ist, fährt er sich so ein bisschen wie ein Schiff auf hoher See. Sehr weich, sehr schaukelig. Was läuft hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, das ist einfach nur ein kleines Gimmick. Das ist Polizeifunk aus Chicago. Den habe ich mir mal aus dem Netz geholt. Direkt nach dem Kauf wusste Carsten noch nicht viel über den ausrangierten Polizeiwagen. Du hast ja Kontakt aufgenommen zur Polizei in Wanaque. Genau. Wie haben die reagiert? Also wir hatten gar nicht mit einer Antwort gerechnet, aber es gab sehr spontan eine Antwort. Der Captain hat auch gleich seine Freude auch geäußert, dass dieses Auto in Händen von Polizeibeamten ist. Das fand er ganz grandios. Man konnte auch immer merken, wenn wir Kontakt zu dem Captain hatten, dass der ein bisschen traurig war, dass das Auto nicht mehr bei ihm ist, weil hier halt noch mehr Geschichte dranhängt an diesem Auto. Der Wagen, der war ja bei 9/11, also am 11. September, war der auch in New York im Einsatz, ne? Ja, der Captain von der Wanaque Police hat uns erzählt, dass er an dem Tag des Angriffs morgens mit 4 weiteren Beamten in dieses Auto gesprungen ist. Und die erste Nacht haben sie tatsächlich auch alle Mann hier in diesem Auto geschlafen. Das ist zwar ein großes Auto, aber wenn man sich das überlegt, mit 5 Beamten hier im Auto, Hut ab. Da gehört schon was zu. Aber die haben es alle überstanden, den Einsatz? Ja, soweit ich das mitbekommen habe, er hat also nichts berichtet, dass da irgendwas passiert, denen irgendwas passiert ist. Das war schon das erste Mal, dass wir so ein bisschen geschluckt haben und gedacht haben, was mag vor dieser Motorhaube da alles passiert sein schon. Schon so ein richtiges Stück, auch amerikanische Geschichte, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Als Carsten den Wagen übernahm, fehlte die Beschriftung. Da aber der Polizeibeamte aus New Jersey, mit dem er in Kontakt stand, begeistert von dem Interesse an der Geschichte des Autos war, beauftragt er seinen Folierer in den USA, die offiziellen Decals zu fertigen, um sie Carsten Rothe zukommen zu lassen. Der Folierer lehnt das zunächst ab, der Captain aber macht Druck und die originalen Folien werden schließlich doch gefertigt und nach Deutschland geliefert. Die ist ja gesperrt. Die ist gesperrt? Können wir da nicht mit Blaulicht einfach durchfahren? Ja, natürlich, machen wir einfach so. Natürlich nicht. Die Warnleuchten auf dem Dach sind noch vorhanden und sogar funktionsfähig. Um sie mir vorzuführen, muss Carsten mit mir auf einen Privatweg fahren. Die Lampen müssen im Straßenverkehr verdeckt sein, denn die Rundumbeleuchtung ist bei Privatwagen grundsätzlich verboten. Zusätzlich muss der sogenannte Lightbar von der Spannung getrennt sein, damit er nicht versehentlich aktiviert werden kann. Jetzt sehe ich hier so einen Teppich, der hier liegt. Ist das typisch für ein amerikanisches Polizeiauto? Das kann ich dir noch nicht mal sagen, ob die das tatsächlich... Ich habe es in anderen Autos noch nicht gesehen. In diesem war er drin, als wir das Auto bekommen haben. Wie du siehst, sind da 2 Sticker drauf. Der eine ist völlig klar. Das ist das alte Wanaque-Zeichen mit dem Indianerkopf drauf. Und das daneben, diese Engelsflügel mit der Nummer 53, die haben uns ins Grübeln gebracht, gleich von Anfang an. Was mag das sein? Was mag das bedeuten? Ist das irgendwie ein Symbol für die Polizeistation?
Die Antwort liefert ein Beitrag des US-Fernsehens. In dem geht es um den an Muskeldystrophie erkrankten Aaron Risher aus Wanaque. Dessen größter Wunsch war es, Polizist zu werden. Der Vorbesitzer des Ford hörte von dieser Geschichte und setzte alle Hebel in Bewegung, um ihm diesen Wunsch zu erfüllen. So, das ist hier der Captain der Polizeistation und das andere ist Aaron. Am 2. Juli 2014 war es dann soweit. Ein überglücklicher Aaron Risher wurde Ehrenofficer der Wanaque Police. Hier kannst du jetzt gleich da auf seiner Dienstmarke die 53 sehen, seine Dienstnummer. 9 Monate nach seiner Vereidigung, kurz nach seinem 20. Geburtstag, starb Aaron Risher an den Folgen seiner Krankheit. Bewegt von der Geschichte des Jungen und beeindruckt von dem Engagement seines Captains, entschied sich Carsten Rothe, dem ausrangierten Ford des Wanaque Police Department, die 53, die Dienstmarkennummer von Aaron Risher, als Kennung zu geben. Krasse Geschichte. Vielen Dank, dass ich mitfahren durfte und du mir die Geschichte erzählt hast. Habe ich gern gemacht.